must be reinstated in the relationship of God. Und so musste die Beziehung wieder erneuert werden zwischen Gott und den Menschen. No man can go to heaven and establish a new relationship with God. Kein Mensch konnte bis dahin in den Himmel eintreten und seine Beziehung zu Gott verbessern. Knowing that God came down from heaven. Nein, dafür kam Gott auf die Erde herab zu uns. And he lived in history. Und durchlebte eine Geschichte hier. And established a new relationship with God. Und sorgte dafür, dass die neue Beziehung zu Gott wieder erwachen durfte. For that also, he has to die and be risen again. Dafür hat er sich hingegeben und ist für uns gestorben. By his death, he said, there is no problem to come towards me and enter into a new relationship. I am waiting for you. Und noch am Kreuz hat er jedem zugesagt, dass er zu ihm sich wenden durfte und wiederkommen durfte zu Gott. The story of the prodigal son, the parable of the prodigal son also was explaining the same thing. Und da geht es genau um dieselbe Sache wie in der Geschichte um den verlorenen Sohn. The prodigal son came back only because he believed, he trusted in his father. Auch der verlorene Sohn hatte eigentlich mutig alles zusammengenommen, um im Vertrauen zu seinem Vater wieder zurückzukehren. In the same manner, if you can trust in the Lord, you can also come away from sin and be united, get united with the Lord. Genau so soll es uns auch gehen. Vertrauen wir auf den Herrn und wenden wir uns ab von der Sünde. So, the separation is gone by the coming of Jesus on earth. Durch das Auftreten des Lebens Jesu auf Erden ist diese Distanz zwischen Gott und den Menschen dahin gewesen, aufgehoben. Here is a story about a priest who offers mass in a church and a few children. Also gibt da eine Geschichte um einen Priester, der eine Messe für Kinder gehalten hat. The priest was a guest priest, not the pastor of the church. Er war der Kaplan. And as the priest was celebrating the Holy Eucharist, und dann zelebrierte man die Heilige Messe. He was a guest. Ein Guest Priest. Also das heißt, er war also kein Vorstand der Kirche, er war zu Gast als Priester und zelebrierte die Heilige Messe. there were a few children. Da gab es ein paar Kinder. They were running here and there and making noise. Und da liefen die rum und machten ein bisschen Lärm. And none of the mothers take interest in settling these children. Und die Mütter kümmerten sich nicht darum, die Kinder zur Ruhe zu bringen. But one mother thought, it is my duty to get this child and keep this child quiet. Aber eine Mutter hatte so das Gefühl, ja, ich muss mich darum kümmern, dass das Kind ruhiger wird. And slowly she went after this child. Und ging dem Kind langsam nach. A child of 3 years age, a boy child. So ein 3 Jahre altes Kind. And she caught this child by her side and told this child, Und dann nahm es das Kind zur Seite und sagte, be careful, this priest is very dangerous. sei vorsichtig, der Priester ist sehr gefährlich da vorne. He will keep you in your mind and he will come to your home if you are not keeping quiet. What will he do? He will come and punish you. Der wird dich schlagen und wird zu dir nach Hause kommen dazu, wenn du jetzt nicht brav bist. If you are not keeping quiet with me, Wenn du jetzt nicht brav bei mir da bleibst, this priest will come to our home dann wird der Priester zu uns nach Hause kommen. and handle you. Und dann wird er dich packen. So the child was so afraid and he obeyed the mother. Und aus der Furcht raus horchte das Kind auf die Mutter. He stood closer to the mother and Nahe began bei der to Mama. pray. He began to pray as the mother prays. Begann sogar zu beten. And the mass was over, Dann war die Messe zu Ende. and the mother and the child and all the children went away their way. Und alle gingen von dannen.
And the priest also went his own way to his Und auch der religious Priester house. ging nach Hause in sein Haus. As he was going to his place, he found that this boy is standing at the front of the gate of the child's house. Und dann sah er, der Priester, wie er auf dem Weg nach Hause war, wie das Kind am Eingang des eigenen Hauses stand. And the priest stopped there and entered into the gate. Und dann ging der Priester da in den Garten des Hauses vom Kind. As soon as the priest got in the compound or the courtyard, Und sobald der Priester den Garten erreicht hatte, with a great cry, this child went away. rannte das Kind mit einem großen Schrei davon And that child hid himself somewhere. und hat sich wo angeschlagen sogar dabei. Why should he cry aloud and run away from this father? Warum hat es jetzt so geschrien und ist weggelaufen? Why should he go like this? Warum hat es das getan? Because some untruth was given to this child. Vorausgehend war diese Lüge, die die Mutter verbreitet The hat. mother said something untruth. Es war nicht wahr, was die Mutter da sagte, stimmte gar nicht. Because of the untruth, this child became afraid. Aber das Kind hatte diese Furcht in sich aufgrund dessen, was die Mama gesagt hat. Untruth always generates fear. Und die Lüge kreiert immer Furcht. The untruth of Satan generated fear in Adam and Eve. Und auch die Lüge hat Furcht in Adam und Eva kreiert, Scham. That is why Adam and Eve ran away from the sight of God. Und darum waren auch Adam und Eva und hatten sich versteckt und sind weggelaufen vor Gott. As the word of Satan, they cannot trust God. God is not trustworthy. God is coming to punish them. They thought like that. Denn das Wort Satans, das hatte sie ängstig gemacht und sie dachten, sie würden von Gott geschlagen werden dafür. Once Adam and Eve went away from God, there is no way to come back unless their untruth is removed. Also, nur wenn die Lüge widerlegt wird, dann hätten Adam und Eva nicht Flucht, Ausreiß genommen vor dem Gott. And what shall this priest do to attract the boy to himself? Was hätte jetzt der Priester tun können, damit der Junge wieder Vertrauen gewinnt? What is your opinion? Was denkt ihr? What can do for Was that? kann man machen? To talk to him? You know what the priest did? Wisst ihr, was der Priester gemacht hat? The priest brought all the children who are running together with this boy to this house. Der Priester ging und holte die ganze Freundesschar des Kindes mit in das Haus des Kindes. Some 8 to 10 children were there of his age. Es waren 8 bis 10 Kinder versammelt dann bei dem Jungen im Haus. And when they were brought before the father, Und als sie alle vor dem Vater standen, he began to love those people, love those children. begann er damit, mit ihnen zu spaßen und sie lieb zu behandeln. He began to pat them, treat them as a friend. Er wollte sie dann, zeigte ihnen seine Freundschaft, touchte ihnen am Kopf. And he distributed candies from his pocket and Verschenkte gave it to Süßigkeiten. And he began to tell stories, very Hat interesting Geschichten stories. erzählt. And everybody gathered around the father, Und alle saßen um den Priester rum and they were very happy, and they were very enjoyment. und waren froh und hatten sich gefreut über den Priester. Then the child who ran away first, Und dann war das der Junge, der davongelaufen war. from at a long distance, he began to watch all these things. Der hat aus der Ferne alles beobachtet. He began to realize that this father is not like as mothers told him. Der verstand plötzlich, dass die Mama Falsches gesagt hatte über den Mann. And among those children, one boy, he was playing with mud and filth and all. And he came and he applied everything in the beautiful robe of the father. Einer von den Jungs war ein bisschen schmuddelig drauf und ging dann hin zum Priester und beim Berühren wurde auch die Priesterkleidung noch verschmutzt. Even then, the father was not at all offended. Aber
Aber nicht da mal hat der Priester böse reagiert. He showed great love towards this boy, Er hat ihn sehr liebevoll behandelt. and he began to wash this child Und er hat sogar angefangen, das Kind zu säubern. like her mother, his mother, father treated this boy. Und er behandelte wie eine Mutter oder wie ein Vater das Kind. And one boy, he was playing with a stick. Ein anderer Junge, der hatte mit dem Stock gespielt. Unfortunately, he struck the glass of the father. Hat dabei die Brille vom Fahrer getroffen, And the, als er mit dem Stock geworfen hat. and the spectacles were broken, Da waren die Brillengläser kaputt gegangen. and he was oozing blood from his face. Und man tröpfelte sogar mit Blut runter. Every boys were so panic, what is going to happen? Und die Jungs waren aufgebracht, was ist jetzt passiert? Then the priest looked at the boy smilingly and said, no problem. Und doch lachte der Priester die Kinder an und sagte, macht euch keine Sorgen. Then everybody was so happy. Jeder war glücklich. And one boy, unfortunately, fell in a pit of dirt. Ein Junge fiel noch in den Matsch. All inclusive. And the father all of a sudden jumped into the pit and rescued the boy. Es war also ein Teich scheinbar und rettete ihn auch noch der Priester aus diesem Teich. And then the one boy who was afraid of the father began to come closer to him. Das alles hatte der Junge, der so Angst hatte vor dem Priester, beobachtet und ging langsam auf den Priester zu. And the father invited him, my dear, come closer to me. Und dann sagte der Priester noch, komm zu mir. Then he very interestingly came forward and joined this group with the father. Und so hatte der Junge wieder Vertrauen gewonnen und kam dann zu der Gruppe. And the father invited him to sit at his lap, and he was very free to sit at his lap of the father. Und schließlich setzte sich der Junge sogar auf den Schoß vom Priester und beide verstanden sich sehr gut. He realized that this father is not a notorious priest, but he is a very loving one. Ja, und er realisierte der Junge, wie liebevoll dieser Priester war. That means this father, by his suffering, gained faith of the boy. Das Vertrauen der Kinder gewann dieser Mann durch sein Leiden. By his own revelation, he revealed himself as a loving figure. Er offenbarte sein wahres Wesen als liebender Vater, wie er sich sogar For zu that, den Kindern. for that he suffered very much. Dafür hat er ganz schön zu leiden gehabt. By suffering very much, he proved himself to be a trustworthy, loving Aber er father. bewies dadurch, wie sehr er lieben konnte. So the fear of the boy is gone, and he came closer to the father. Und die Furcht verging und der Junge kam näher. Now, why should I tell you this story? Jetzt, warum ging es um diese Sache? Do you know the meaning of the story? Ja, the cross. Warum erzählt er uns das? That is what Jesus Christ at our side in the history did for our